Ja, das Materialmanagement ist ein wichtiger Faktor in den Unternehmensprozessen. Auf der einen Seite aber haben wir große Herausforderungen, gerade aktuell, was das Thema betrifft, zum Beispiel Lieferengpässe, Zeitdruck. Auf der anderen Seite Trends wie Digitalisierung, Automatisierung, die ja neue Möglichkeiten oder Lösungen bieten. Und wie man so diese Themen in den Griff bekommt und auch die Herausforderungen bewältigen kann. Darüber spreche ich jetzt mit Olaf Römer, Inhaber von ATE Care, Anbieter von ja, eben genau Lösungen für das Materialmanagement. Und mit Michael Geierhaus von der Firma BMK Group. Er leitet dort den Materialgruppeneinkauf. So. BMK, MES-Dienstleister. Und Jan Homilius, Technology Manager bei Albis Elcon. Albis Elcon stellt Netzwerktechnik für Telekommunikationsdienstleister her. Und Sie können das quasi dann so ein bisschen aus der Anwendersicht beleuchten, die Thematik. So ist es. Ja, dann erstmal vielen Dank, dass Sie da sind und mit mir über das Thema sprechen wollen. Gerne. Vielleicht ganz zum Anfang, täuscht der Eindruck oder ist gerade jetzt so diese ganze, oder seit ein paar Jahren diese Thematik Materialmanagement nochmal besonders in den Fokus geraten, besonders mit besonderen Herausforderungen verbunden, vielleicht der Anwender? Es ist definitiv mit besonderen Herausforderungen verbunden. Wir kommen aus einer Zeit, in der Material knapp war, es immer wieder Bauteile gab, die einfach schwer oder nicht beschaffbar waren. Wie gesagt, für uns gilt dabei vor allem, dass das Material, welches dann auch da ist, auch vernünftig zur Produktion kommt. Wir also genau das Material, was wir brauchen, auch an den richtigen Stellen dann jeweils haben. Das ist so das Thema, mit dem ich mich dann beschäftige. Aber wie gesagt, die grundsätzliche Herausforderung war einfach die, dass es wenig Material am Markt gab und man genau aufpassen musste, was man woher bekommt. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Absolut, also die letzten 2 Jahre waren mehr als herausfordernd. Auch nach langen Jahren in der Elektronikbranche habe ich so eine Situation in der Art und Weise noch nicht erlebt, und in der kompletten Supply Chain wurden einem gnadenlos alle Schwächen aufgedeckt und die Abhängigkeiten klar gemacht. Also wir haben natürlich sehr, sehr hoch florierende Märkte gehabt, aber dazu kommen geopolitische Sachen, es kommen letztendlich Naturkatastrophen, die Einflüsse nehmen, und die Herausforderung ist sehr groß, und die Abhängigkeiten, die wir von Regionen, von Märkten, von Lieferanten haben, ist uns gnadenlos aufgezeigt worden. Okay. Und wenn man dann mit dieser Thematik zu tun hat, wo waren so die Lösungen, wo waren die Dinge, die Sie dann vielleicht an den Stellschrauben, an denen Sie gedreht haben, um mit diesen Herausforderungen zurechtzukommen? Ich glaube, lange Zeit hat man von Just-in-Time gelebt und hat es auch perfektioniert und sein Lager auf die Straße verlegt, und da ist letztendlich wieder klar geworden, dass eigentlich Störungen sich sehr schnell in die Produktion durchführen, und das letztendlich ein Ansatz ist, der gut funktioniert, wenn alle Märkte ruhig und normal laufen. Aber sobald es Störungen gibt und man hat keine Vorlaufzeiten, dann steht man mit dem Rücken zur Wand. Und da geht es darum, eigentlich diese Dinge nochmal aufzuarbeiten, Abhängigkeiten zu reduzieren, Second-Source-Lösungen zu finden, vielleicht auch wieder mehr das eigene Lager zu betrachten, um letztendlich die nächsten Aufträge in der Produktion sicher anlaufen lassen zu können, um nicht direkt in ein Problem zu steuern, wenn eine Lieferung irgendwo ausfällt. Herr Homilius, ich weiß, Sie haben dann auch, oder gerade eine digitale Lösung spielen dann da auch eine wichtige Rolle, auch bei Albis Elcon. Berichten Sie mal, wie das bei Ihnen war. Na, für mich stellt sich das ja aus der anderen Richtung dar. Das Material kommt eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo man es eigentlich braucht, sondern zu einem mehr oder weniger undefinierten Zeitpunkt. Das heißt für uns, dass wir in der Fertigung und vor allem in der Fertigungsplanung sehr dynamisch sein müssen. Wir müssen eben auf das, was an Material kommt, reagieren, und wir können nicht vorher 2 Wochen lang planen, was wir produzieren, weil das eben genau davon abhängig ist, was eben an Teilen kommt. Der Einkauf selber betrachtet, versucht natürlich Lagerbestände, oder versucht eigentlich nicht, aber der muss Lagerbestände aufbauen, um einfach den Materialfluss überhaupt sicherzustellen. Aus der fertigungstechnischen Sicht muss man einfach dynamischer und flexibler reagieren auf die Materialsituation. Herr Römer, Sie bieten Lösungen an für das Materialmanagement. Gab es da
jetzt gerade in den letzten Jahren einen erhöhten Bedarf dann? Die Welt verändert sich diesbezüglich, bedingt durch die Themen, die die Kollegen natürlich ansprechen. Wir kommen ja eigentlich historisch gesehen aus der Test- und Inspektionswelt. Also wir machen elektrische Tests, optische Inspektionen etc. Wenn man es mal nur aus diesem Blickwinkel betrachtet, fällt uns auf, dass ja teilweise sogar Themen verändert werden müssen, weil zum Beispiel Layouts verändert werden müssen, um Anpassungen vorzunehmen, weil Material gefehlt hat und dort die Anpassungen natürlich auf die Schnelle dann passieren müssen. Der Kunde wartet auf seine Ware. Wenn ich jetzt eine AOI-Inspektion zum Beispiel hernehme, haben wir oft festgestellt, dass die Qualitäten noch ein bisschen gelitten haben, weil so schnell kann man gar nicht reagieren. Wichtig war, dass man einfach mal einen Ersatzbauteil gefunden hat, was man einsetzen kann. Bei uns ist das historisch gewachsen, weil wenn Sie Test und Inspektion machen, haben Sie eigentlich diesen Datenfluss, den die Kollegen jetzt hier natürlich insbesondere im Auge haben, automatisch irgendwo als, ich nenne es mal Abfallprodukt mit auf dem Radar. Das hängt damit zusammen, nehmen wir das Wörtchen Traceability, das führt man schon lange durch, das ist auch eine gesetzliche Angelegenheit. Sobald wir aus dem Test- und Inspektionsbereich gemerkt haben, ich brauche Daten aus dem ERP, MES-Fluss, aus der Kommissionierung heraus, aus der Bestückung heraus, um auch die Inspektion entsprechend durchführen zu können, hatten wir all diesen Fluss, den die Kollegen natürlich tagtäglich benutzen, plötzlich vor uns. Und das war dann noch der Punkt zu sagen, wir investieren in diese Thematik automatische Warenwirtschaft. Okay. Das ist ja nicht so, dass dann die Kunden nichts haben. Das sind Historien gewachsen über viele Jahre und die Kunden haben sich viele Dinge selbst organisiert, selbst geschriebene Werkzeuge, was zugekauft ist. Eine bunte Mischung überall. Nirgendwo ist das Gleiche nochmal so vorzufinden, wie der eine oder andere das vielleicht heute absolviert. Aber die Problematiken, die die Kollegen beschreiben, die sind dann wirklich wieder Hammer gekommen. Und zwar so schnell, dass es schwierig war für unsere Kunden zu reagieren. Wir haben teilweise, so wie es auch hier berichtet wird, von Themen gehört, dass man sich einen Tresor angeschafft hat, um zum Beispiel die teuren Bauteile einzulagern, die man sich irgendwo ergattert hat. Oder, was noch schlimmer ist, man kauft Themen ein, die man gar nicht braucht, weil man es vielleicht tauschen kann. Also selbst solche Themen sind uns mitgeteilt worden, wie man irgendwie über die Thematik drüber wegkommt. Nehmen wir hochbrisante Elektronikhersteller, die teilweise nicht mal reparieren durften vorher. Was ist passiert? Der Fehler ist trotzdem aufgetreten, man hätte nicht ausliefern können, das Fahrzeug wäre nie gefahren. Also hat man auch da ganz andere Wege gesucht und auch gefunden, da, Lösungen anzugehen. Die Automatisierung leidet noch ein bisschen, da können wir gerne noch mal drüber sprechen. Da sind wir meiner Meinung nach lange nicht angekommen. Okay. Aber bleiben wir vielleicht erstmal bei dem ersten Schritt. Was ermöglicht denn die Automatisierung? Also wie kann ich wie angesichts der Herausforderungen, mit denen ich mich befassen muss, wie kann die da helfen? Sie müssen mal diese große Bandbreite an Elektronik sehen, die hierzulande nur mal den deutschsprachigen Bereich, wie viele verschiedene Firmen gerade im Lohnfertigungsbereich unterwegs sind. Sie sind einer der größeren, es gibt aber eine Menge mittelständische oder sehr, sehr kleine. Jeder hat eine andere Betrachtungsweise zu dieser Thematik. Ich bin jetzt mal frech, ich sag mal, was die Automatisierung der Warenwirtschaft anbetrifft, ist jeder Apotheker weiter als wir in der Elektronik im Durchschnitt sind. Ist ein bisschen provokant, aber wenn Sie mal sehen, mit welcher Automatisierung andere bereits Lagerthemen bewerkstelligen, sind wir hierzulande noch deutlich, da gibt es noch viel Potenzial, sagen wir mal, was da aufgeholt werden kann. Es ist nicht nur, dass Sie dieses Potenzial automatisieren, es geht um Thema Arbeitskräftemangel, den man damit bekämpfen kann. Es geht aber auch um Qualitäten. Wenn Sie eine Linie bestücken und Sie haben dort immer wieder händische Prozesse dabei, macht man natürlich auch irgendwann mal was falsch. Vor allen Dingen, wenn weniger oder eben nicht so fachkräftiges Personal dann da mitspielt. Und diese Themen, die kann man angehen. Niemand kann das mit einmal auf die Schnelle machen. Sowas muss sukzessive wachsen. Und es muss mit den bestehenden Strukturen, die die Kunden ja alle schon lange nutzen, irgendwie in Einklang gehen. Keiner schmeißt das alte einfach weg und sagt, jetzt machen wir mal ganz was Modernes, Neues rein oder eine Automatisierung rein. Jeder wird erstmal sagen, okay, das und das wird auf jeden Fall noch eine Weile überleben und irgendwann brauchen wir einen Plan, wie man vielleicht auch das noch automatisieren kann. Ist aber nichts, was man einfach mal auf die Schnelle machen kann. Also das ist auch kein Vorwurf an die Kundschaft. Niemand kann einfach mal so mit dem Finger schnipsen und hat das erledigt. Das geht einfach nicht. Ja. Okay. Sie haben die Automatisierung umgesetzt, ne? Bei Elvis. Wir haben zumindest, also wir haben einen Teil dessen, was wir an Warenwirtschaft betreiben, automatisiert. Wir haben ein automatisches Lager für unsere SMD-Teile. Das ist natürlich mit Einschränkungen zu betrachten. Das Allermeiste wird dadurch gehandhabt. Aber es gibt immer Teile, die einfach mit Informaten bei uns auftreffen, die nicht automatisch handelbar sind, also zumindest nicht mit dem bestehenden System.
Und deswegen braucht man immer zwei Wege. Es braucht den händischen und es braucht den automatischen. Und was dabei, glaube ich, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ganz wichtig ist, dass die Digitalisierung dahinter, die ist wichtig. Also das Tool an sich ist dumm. Man muss die Software, die macht das intelligent, die sagt dem System, welches Material zu welchem Zeitpunkt wohin muss und auch teilweise in welcher Reihenfolge Ähnliches, um einfach später noch Arbeitskräfte oder Arbeitsschritte zu vermeiden, die man sonst tun müsste, wie sortieren und Ähnliches mehr. So, das haben wir vor ein paar Jahren umgesetzt. Das funktioniert auch ohne größere Schwierigkeiten. Es gibt natürlich immer Themen, wo man dranbleiben muss, wo man dran arbeiten muss, aber im Großen und Ganzen haben wir uns auf die Art und Weise doch einiges an Arbeit erspart inzwischen. Herr Geierhaus, welche Rolle spielen bei Ihnen Themen Automatisierung und Digitalisierung? Ganz große Rolle, wie überall, und ich kann nur Römer recht geben, mein Personalmangel und alles sind Themen, wo Automatisierung ein ganz wichtiger Aspekt ist. Auch wenn ich bedenke, wie wir in der Beschaffung die letzten Jahre Datenfluten verarbeitet haben, immer händisch. Es wurde letztendlich irgendwo angefragt, Ware gesucht und die Daten wieder manuell in ein System eingegeben und dann verarbeitet, und daraus sind Entscheidungen auch gefallen. Inzwischen, wenn irgendwo eine Ware auf der anderen Weltkugel ins Lager kommt, sehe ich das über Automatisierung, kann schneller reagieren, kann Dinge vermeiden, habe letztendlich ganz andere Reaktionsmöglichkeiten. Und der Beschaffer hat dann mehr auch die Möglichkeit, sich um das Wesentliche zu kümmern, und zwar um die Beschaffung als nur um die Datenpflege. Also Automatisierung, wenn wir diese letzten Jahre nicht so einen großen Schritt auch gemacht hätten, dass man über API-Daten und sonstiges, also wirklich Echtzeitdaten hat, wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen. Und Gott sei Dank haben wir da auch schon einen wesentlichen Schritt gemacht. Aber ich gebe den Kollegen auch recht, wir sind immer noch am Anfang, beziehungsweise können uns noch wahnsinnig steigern und optimieren. Auch sehe ich jeden in der Lieferkette da auch aufgestellt, dass er da schon mitspielen kann. Also da gibt es noch viel Luft nach oben, und auch mit KI und sonst was alles in zukünftig kommt, haben wir da, glaube ich, noch viele Möglichkeiten. Auch die Automatisierung von Bestellprozessen, es läuft heute noch vieles händisch, weil auch ein Prozess auch noch sehr komplex ist und deswegen immer eine Person notwendig ist. Aber bis dahin ist eine Automatisierung also wirklich wichtig und sehr, sehr hilfreich. Okay. Also warum die Automatisierung da vielleicht noch die eine oder andere Hürde zu überwinden hat oder es noch nicht so ganz weit gekommen ist, wie man sich das vorstellt, finde ich ein spannendes Thema, und das diskutieren wir gleich nach der Pause. Ja, Herr Römer, Sie haben gesagt, die Automatisierung ist noch nicht da, wie sie in anderen Branchen vielleicht ist, also jetzt im Zusammenhang mit dem Thema Materialmanagement. Was sind die Gründe dafür, dass es in der Elektronikfertigung noch nicht so weit ist? Es ist sehr vielfältig. Also das jetzt einfach pauschal zu beantworten, wäre auch nicht gerecht, weil schon alleine die Größe der verschiedenen Unternehmungen, also wenn Sie das jetzt miteinander vergleichen, oder wir haben eine sehr ausgeprägte Lohnfertigungskultur im deutschsprachigen Bereich. Das geht von Vater und Sohn, die eine kleine Elektronikproduktion haben, bis hoch zu den Großen, wie sie Conti oder was auch immer heißen. Die haben natürlich alle andere Ansprüche an ihrem Fluss. Wir alle haben ja alle nicht diese Massenproduktionen, wie sie vielleicht in Asien bekannt sind oder auch vielleicht in Osteuropa sind. Wir zeichnen uns ja gerade hier aus durch die Flexibilität, die man an den Tag legen muss. Oftmals müssen die Produktlinien pro Tag mehrfach umgerüstet werden. Schneller Wechsel mit teilweise hochkomplizierten Produkten. Das ist, was Automatisierung anbetrifft, natürlich auch ein Hemmfaktor, weil viele Dinge, wenn sie eine kleine Stückzahl mal durchziehen müssen, da geht es vielleicht auch mal schnell mit einer Plastikschüssel nochmal Produkte nachzuholen. Aber genau dort entstehen eben auch die Themen, wo eben Fehler drin sind. Wir haben auch leider eben auch immer noch Kundschaft, wo man dieses Thema überhaupt noch nicht so richtig auf dem Radar hat. Und wenn ich das vergleiche im internationalen Bereich, wir sind ja international durch unsere Geräte, die wir ja auch haben, weltweit unterwegs. Wir waren in Fertigungen in Asien, insbesondere in Japan unterwegs oder eben auch in China. Dann weiß ich, dass sich dort manches schneller schon bewegt, als das bei uns ist. Das trifft bestimmt auf so renommierte Unternehmungen vielleicht weniger zu. Da haben sie schon jahrelang Aktionen an dem Thema dran, sind wir auch teilweise miteinander unterwegs.
Aber es ist auch oft so, dass man eben sagt, ja okay, andere Themen gehen jetzt einfach erstmal vor. Ich möchte mich um eine neue Bestücker kümmern, ich brauche einen neuen Ofen. Das sind die produktiven Teile in der Elektronik, die lassen sich auch gut rechnen. Eine Automatisierung anzugehen, heißt ja immer ein bisschen ein Risiko mitzubringen, eine Bereitschaft mitzubringen, mich den neuen Themen zu widmen. Wer macht das dann? Wir haben über diese Personalthematik gesprochen. Sie brauchen Leute, die sich mit diesen Themen auch freigestellt mal wirklich auseinandersetzen können. Das sind teilweise Rudimente, die über die Jahre gewachsen sind. Gerade Software-Themen, da hat mal ein Kollege was geschrieben, das hat immer geholfen. Ja? Und jetzt plötzlich stehen wir da, oh, den gibt es gar nicht mehr. Ja, wie machen wir denn das jetzt? Aber es funktioniert noch irgendwo. Und dann müssen Sie Baustellen aufmachen, die Sie auch nicht mit einmal einfach umsetzen können. Da müssen Sie die Leute zu einem Tisch bringen, die damit zu tun haben. Und Sie werden ganz schnell feststellen, da sitzt der Geschäftsführer genauso wie dran, wie auch, was weiß ich, derjenige, der eine Verifizierung an dem Gerät durchführt. Weil jeder hat so ein Bausteinchen damit beizutragen, eine Erfahrung aus dem Bereich. Und dort muss man noch einen Plan machen, wie man sich das mal vorstellt in Zukunft, weil niemand wird es mit einmal einfach umsetzen. Sie können nur Stück für Stück diese Themen angehen. Und natürlich ist dann noch eine Frage, wie man die IT zum Beispiel damit einbindet, ein Riesenthema, wie man die Logistik mit einbindet, den Lieferanten mit einbindet, was immer eine Schwierigkeit ist, weil die auch ein bisschen auf dem hohen Rost sitzen, kann man euch so sagen. Sie kennen das ja selber, was gerade in den Zeiten schwierig war, wenn es die Bauteile nicht gab. Mit denen kann man auch nicht so ohne weiteres reden. Wenn Sie mal, es gab mal eine Veranstaltung, die wir hatten, da hatten sich die größten Elektronikproduzenten zusammengetan, um eine gewisse Schwungmasse gegenüber den Herstellern darstellen zu können. Und dann hat man gesagt, wir sind trotzdem nicht mehr als 2% der Gesamtabnahmemenge im Weltmarkt. Das heißt also, von uns gesehen ist auch die Wichtung nicht so einfach, Einflüsse zu nehmen, die wir gerne hätten. Okay. Also Komplexität steigt unter anderem auch, weil auch so viele mit involviert sind in diese Prozesse. Das ist richtig ne? so. Ich meine, wir würden uns wünschen, dass Bauteile so gefertigt werden, dass sie besser produzierbar sind, dass sie besser nutzbar sind, dass sie besser auffindbar, beschriftbar sind und so weiter und so fort. Da richtet sich niemand nach unseren lokalen Wünschen. Das kommt so, wie das produziert wird. Und man muss auch froh sein, dass man überhaupt was bekommt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt schon Möglichkeiten, wo sich da einiges bewegt. Wenn wir in diese Thematik neu eingestiegen sind, dann habe ich aber auch diese riesen Bandbreite von Vater und Sohn bis zum Herrn Continental. Das muss ich abbilden können. Das heißt also, die kleine Lösung, vielleicht eine Pick-to-Light-Lösung oder eine Pick-to-Voice-Lösung, die ja auch schon eine Automatisierung darstellen kann. Das ist was für kleinere, mittlere Unternehmen. Wenn ich jetzt ein vollautomatisches Warenregal brauche oder ein Rollenregal brauche, was vollautomatisch bedienbar ist, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ja? Also das muss auch zu dem Kunden passen, logischerweise. Und bedarf auch eine gewisse Bereitschaft, da erstmal einen Ansatz zu finden. Herr Homilius, wie war das denn bei Ihnen? Was waren denn bei Ihnen die großen Herausforderungen, um die Automatisierung umzusetzen? Ja, grundsätzlich der Treiber für uns, das zu tun, war, dass wir festgestellt haben, dass wir sehr, sehr viel Arbeit im Lagerbereich hatten, im Materialbereitstellungsbereich. Und da einfach wahnsinnig viel Arbeitskräfte gebunden wurden mit im Grunde genommen monotonen Tätigkeiten. Und dann war die Frage, was kann ich tun, um die Arbeit zu verringern? Und dann stellen sich so ein paar Sachen dar. Und am Ende lief es darauf hinaus, dass wir zunächst mal erkannt haben, was auch immer wir tun wollen. Wir müssen eine Gebindeverwaltung einführen. So fing das alles an. Das heißt, man braucht ein anderes Wareneingangssystem, als man vorher hatte. Muss die Gebinde verwalten. Man braucht eine Software, eine Datenbanklösung dahinter, die quasi verwaltet, wo sich welches Material befindet. Dabei war es dann vor allem wichtig, eine Lösung zu finden, die vor allem leicht zu bedienen ist, weil ich habe Leute in der Fertigung, die haben im Normalfall einen Berufsabschluss, irgendeine Ausbildung oder auch gar keine im Zweifel und die müssen das bedienen können. Das heißt, es muss intuitiv und einfach sein und das ist natürlich eine Herausforderung, das komplexe System, das ganze Material dorthin zu bewegen, wo es hingehört, letztlich für den Anwender auch so zu gestalten, dass er damit immer noch arbeiten kann und dann auch, sagen wir mal, logische Schritte vorhin gehen kann. Man muss das koppeln mit anderen Systemen, die schon im Haus bestehen. ERP-System ist so ein Thema, man muss es natürlich mit den Aufträgen, mit den Rüstungen der Linien verknüpfen. Und nur wenn das alles zusammenspielt, dann ist es am Ende ein funktionierendes System. Und das dauert seine Zeit, bis das so funktioniert, wie es soll. Aber ich kann nur jedem sagen, dass es funktioniert. Wenn man es zu Ende bringt, dann tut es das. Ja. Aber da quasi auch wieder viele, in dem Fall dann Systeme, die integriert werden müssen. Also auch da wieder eine Komplexität. Viele Systeme und auch natürlich viele Menschen, weil mit dem System arbeiten dann am Ende Leute, Wareneingang, Fertigungssteuerung, alle arbeiten dann mit demselben System und müssen auch verstehen, wie ihr Teil dabei funktioniert. Und dann muss man die aber auch mit an den Tisch holen und deren Bedürfnisse vorher klarstellen und das dann auch zu berücksichtigen in dem ganzen System, was man dann baut.
Herr Geierhus, Sie haben ja eher so die Beschaffungsbrille auf, sage ich mal, aber da ähnliche Herausforderungen auch, dass man, um hier auch Automatisierung umzusetzen in Sachen Komplexität und solche Dinge? Ja, also mehrere Themen kann ich mit den Kollegen hier nur anschließen. Zum einen bin ich sehr froh, dass wir sehr innovative Leute haben, die Ideen haben, die eigentlich Automatisierung vorantreiben wollen. Das ist ja schon mal das Grundsätzliche. Und wir auch gute Lösungen gefunden haben, um viel zu automatisieren. Aber wir sind dann auch an unsere Grenzen gestoßen, dass wir letztendlich auch ein bisschen Vorreiterrolle in der Branche hatten, dass nicht jeder im Lieferantenbereich auch schon mit aufspringen konnte auf das Thema. Daten sind zwar überall vorhanden, aber wie kriegt man die von einem System zum anderen? Und da stoßen wir immer noch an die Grenzen, dass auch nicht jeder in der Lage ist, mitzuziehen. Und dann, wie es Herr Römer auch sagt, IT-Ressourcen sind auch keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil, wir beschäftigen uns in der IT momentan mit Programmierungen. Wie kriegen wir Lieferkettengesetz hin? Wie kriegen wir Skip reinprogrammiert? Wie können wir letztendlich REACH, RoHS-Richtlinien umsetzen, die dann letztendlich auch verwaltet werden müssen. Und das ist unwahrscheinlich viel an IT-Ressourcen, die jede Firma da momentan investieren muss. Und für Automatisierung dann eben nicht so viel übrig bleibt, was dann noch vorhanden ist. Und das sind so die Challenges, die wir haben. Es ist auch irgendwie so eine Krux. Ne? Auf der einen Seite gilt die dann Automatisierung als Lösung, gerade wegen des Fachkräftemangels. Auf der anderen Seite behindert aber auch der Fachkräftemangel die Automatisierung und Digitalisierung, weil dann die Experten fehlen. Ne? Es ist jetzt vom Personal her gesehen natürlich ein generelles Thema, das haben wir hier auf der Messe schon x-mal diskutiert, dass es, glaube ich, keinen hier gibt, der nicht irgendwo sucht nach entsprechenden Kräften, sei es jetzt, wie Sie sagen, vielleicht auch einen Ungelernten, den man irgendwo mit in den Prozess einbeziehen kann, aber vor allen Dingen dann auch die Profis, die man ja für solche Themen wie IT unbedingt braucht. Und wenn man ja nur diese neuen Themen, die Schlagwörter Digitalisierung und, das kommt ja immer wieder, wenn man es mal aufgliedert, was da wirklich dahinter steckt, was man da wirklich braucht. Das ist auch nicht so, dass das einfach mal jemand machen kann, wie man das früher vielleicht zu Hause, da hat man sich einen PC gekauft, hat sich hingesetzt, hat sich hineingearbeitet. Das sind hochkomplexe Systeme, das sind Serverlandschaften, die dahinter stehen. Die kann doch nicht jeder einfach mal so aufsetzen, die müssen gewartet, die müssen integriert werden. Wir haben es alle mit ERP-Systemen zu tun, die unsere Kunden hier benutzen. Da ist, glaube ich, kein einzigster Hersteller da, der direkt ein ERP-System für Elektroniker herstellt. Das heißt also, jeder muss das Thema irgendwo in die Hand nehmen, muss es adaptieren, muss es für seine Bedürfnisse entsprechend anpassen. Und dann gibt es halt andere Software, die man kaufen kann oder wo man auch selber erstellt, die man dann wieder zum Beispiel für MMS-Systeme, also Materialmanagement-Software oder so weiter dazwischen schalten kann. Weil da geht es nämlich genau los, so wie er sagt, diese eine eindeutige Gebinde-ID, das ist der Schlüssel zu dem ganzen Thema, um überhaupt was machen zu können. Wer das nicht anfängt in dem Bereich, wird keinen Schritt, sagen wir mal, wirklich vorkommen, sondern einfach nur so weitermachen können, wie das die Leute untereinander abgesprochen haben und irgendwie bis jetzt immer gehandhabt haben. Und fehlt dann was in dieser Kette, dann sieht es schlecht aus. Da sind wir bei dem Thema einfache Bedienbarkeit, was Sie so hervorgehoben haben. Ne? Ich brauche Lösungen, die einfach nutzbar sind, auch wahrscheinlich, um das ganze Thema Akzeptanz zu lösen. Ne? Ja, natürlich. Wenn irgendjemand ein System bedient und es macht nicht das, was derjenige davon erwartet oder verlangt, dann wird die Akzeptanz sinken. Auf der anderen Seite, wenn man mit Kollegen zu tun hat, und das haben wir glücklicherweise, die relativ offen auch technischen Neuerungen gegenüber sind, und das erstmal ausprobieren, dann findet man noch relativ schnell die Schwachstellen und Fehler, kann die abstellen und hinterher will dann keiner wieder ohne das System leben. Solche Sachen sind mir auch schon öfter passiert. Wenn dann ein System, wo vorher alle gesagt haben, brauche ich nicht, aber wir versuchen es mal, und man das dann eine Weile macht und das funktioniert dann aus irgendeinem Grund nicht, dann kommen alle und sagen, aber warum geht das nicht, ich brauche das doch. Also wenn das System einen Nutzen bringt, auch denjenigen, die das anwenden, dann ist die Akzeptanz sehr schnell da. Herr Geierhus, Sie hatten vorhin das Schlagwort KI genannt. Finde ich ganz interessant. KI, klar, wird hier ständig diskutiert in vielen Bereichen. Wo sehen Sie denn da konkret in Ihrem Bereich da Potenzial für KI? Ja, es gibt immense Potenziale, die wir uns alle ausmalen können, und natürlich kann KI dazu beitragen, komplette Prozesse, die man heute manuell entscheiden muss, automatisiert machen. Und da sind wir meiner Meinung nach in der Branche auch in Kinderschuhen unterwegs. Es ist einfach vieles nach wie vor sehr, sehr händisch und manuell, was wir tun. Und da gibt es mit KI, mit auch anderen
Datenbanken, Lösungen, auch Anbieter, die uns da schon mit unterstützen für die Zukunft. Viele Themen, die wir machen können. Weil, wie wir hier jetzt auch festgestellt haben, Personalnot, Mangel an Fachkräften, kommt alles mit hinzu. Und wenn ich dann letztendlich softwarebasierte Lösungen habe, die eben über das Tagtägliche heute schon hinausgehen können, würde uns das helfen. Trotzdem bleibt noch genügend Arbeit für uns übrig, um Entscheidungen und wichtige Themen anzugehen. Also da sehen wir schon noch sehr viel Spielraum. Aber dann auch, wo KI im Prozess bestimmte Entscheidungen treffen würde, die jetzt noch von Menschen getroffen werden? Oder? Also wir haben teilweise schon erreicht, dass wir auch einen automatisierten Bestellprozess, also wenn heute Nacht um 4 Uhr irgendwo Ware im Lager auftaucht, die ich dringend benötige, ist unsere Software im Moment in der Lage, auch einen Bestellprozess auszulösen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr komplex. Es geht meistens nicht nur um Preis und Verfügbarkeit, es gibt Maschinenverarbeitbarkeit, es gibt Mengenthemen, es gibt Überhänge, es gibt Datecodes, all diese Themen, wo der Mensch heutzutage alles mit einfließen lassen kann in seine Entscheidung, wo eben die Systeme nur bedingt in der Lage sind oder ein Lernprozess auch dafür da wäre. Und da haben wir schon noch sehr viel aufzuholen, beziehungsweise da ist nach wie vor der Mensch entscheidend, weil jeder Bestellprozess und jeder Beschaffungsprozess fast nie gleich identisch ist, sondern immer unterschiedlich abgeschlossen wird. Und das ist noch die Challenge, die wir haben. Okay. Ist KI für Sie schon ein Thema? Es ist ein Thema, es ist ein Riesenthema. Ich bin aber ein schlechter Gesprächspartner, was das Thema KI anbetrifft. Also im ganz einfachen Grunde, ich bin da ganz frech und provoziere mal. Man sieht das auch jetzt zum Beispiel hier in der Halle, das ist eigentlich überall steht es dran. Aber die Umsetzung von KI bedarf ja erstmal eines Anlernen eines Prozesses. Und das muss ein Mensch anlernen, er muss es entscheiden, er muss es qualitativ entscheiden. Und dann kann man das auch natürlich in der Maschinerie wieder mitgeben oder in einem Prozess mitgeben. Das heißt also gerade so Themen wie optische Inspektionen oder Röntgeninspektionen, da kann man schon noch Algorithmen, die man früher benutzt hat, haben ja nichts mit KI zu tun, aber den kann man schon mit einem Anlassprozess, den man dazugelernt hat, sehr wohl schon beeinflussen. Bei den Materialmanagement-Themen ist es extrem schwierig, weil da ist diese Welt viel zu, wie soll ich sagen, agil, flexibel. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, auch mal, sagen wir mal, Themen durchzurechnen, was man ja dann hier mit entsprechendem Material füttern müsste. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Alltag der Kollegen diesbezüglich sowas von variabel ist und so schnelllebig ist, dass im Moment auch wirklich für solche Sachen wenig unternommen wird. Da sehe ich eher andere Potenziale, gerade eben in der Optik oder bei der Auswertung von Bildmaterialien, was aber wiederum auch ein Einfluss sein kann. Wir haben zum Beispiel ein Gerät, was insbesondere beim Warenausgang komplette Geräte inspizieren würde, wenn sie fertig sind, bevor sie quasi verpackt sind. Gehört aber den Warenfluss ja auch irgendwo dazu. Genauso könnte es sein, Sie kaufen nicht nur Bauteile, sondern auch schon ganze Geräte hinzu, die Sie mitverbauen in Ihr Endprodukt zum Beispiel. Und dass man da noch eine Wareneingangskontrolle macht, bevor ich dieses Gerät mit verbaue, dass es auch wirklich in einer Situation ist. Dann hätte man auch schon KI-Themen dabei, die es auch wirklich schon gibt. Aber ich warne immer ein bisschen davor, KI lebt davon, was wir der ganzen Sache mitgeben. An Erfahrungswerten, vor allen Dingen an aussortierten, qualifizierten Erfahrungswerten. Einfach eine Mimik zu füttern, ist keine KI. Ja klar, KI braucht Daten und je mehr Daten, desto besser. Ne? Also, haben Sie sich schon mit diesem Thema beschäftigt, um zu gucken, was vielleicht mal möglich sein wird? Es gibt natürlich immer wieder das Thema, das steht auf der Tagesordnung. Die Frage für mich ist dann immer, wo fängt KI an und wo hören Algorithmen auf? Letzten Endes ist meiner Meinung nach die KI auch nur ein sehr, sehr komplexer Algorithmus. Und ab welcher Komplexität ist es dann KI? Also grundsätzlich benutzen wir natürlich Algorithmen, die uns das Material planen, die uns in irgendeiner Form auch die Reihenfolge FIFO und Ähnliches vorgeben. Aber das würde ich noch nicht als KI bezeichnen. Also ich könnte mir das, was man heute unter KI versteht, am ehesten im Planungsbereich vorstellen. Aber auch da ist es so, dass es gibt wenig Situationen, die sich gleichen. Es gibt immer wieder ganz neue Herausforderungen und das ist natürlich schwer, weil man solche Situationen dem System vorher nicht anlernen kann. Okay. Sie müssen sich das mal so vorstellen, Sie kommen jetzt durch den Zulernen auf ein Resultat einer Treffergenauigkeit von einer Software, die durch Zulernen von Menschen letztendlich eine Treffergenauigkeit von, sagen wir mal, 85% bringen. Was für KI-Verhältnisse schon genial ist, wenn man das in diesen Bereich schon eingeht. Was machen wir mit den restlichen 15%? Da muss der Mensch trotzdem ran. Also das sind so Themen, wo man nicht einfach sagen kann, ich habe es entwickelt und kann damit jetzt das einfach wegsparen, die Person wegsparen. Diese 100%igen Trefferquoten im KI-Bereich sind noch sehr, sehr rar. Okay, na gut, wenn ich
wenig standardisierte Abläufe habe, dann wird es natürlich schwierig, klar. Aber wenn wir uns jetzt mit dem Thema KI schon beschäftigt haben, dann vielleicht jetzt zum Abschluss kurzer Blick in die Zukunft. Wie geht es weiter? Was steht jetzt bei Homilius in Sachen Materialmanagement noch auf der Roadmap oder wo richten Sie Ihren Blick hin? Also grundsätzlich geht es für uns auch in den nächsten bei Monaten... Homilius Quatsch, bei Albis Elkon. Sie sind der Herr Homilius. So ist es. Gerade gemerkt. Okay. Aber da sehe ich locker drüber hinweg. Wie gesagt, die nächsten Monate werden geprägt sein durch auch noch eine weitere Integration. Es gibt noch Schnittstellen, die uns definitiv noch fehlen. Also ich sag mal, es gibt Schnittstellen zum ERP-System, aber es gibt andere, die noch fehlen. Das müssen wir noch angehen, um einfach dort die Daten in beiden Systemen besser aufeinander abzugleichen, um noch eine konsistentere Datenstruktur zu bekommen, was uns dann auch später helfen wird bei weiteren Themen. Das ist so das, was in nächster Zeit für uns da auf dem Zettel steht. Herr Geierhus, was sind so die nächsten Themen, auf die Sie Ihren Blick richten? Gibt es viele Themen. Also in erster Linie haben wir jetzt erlebt, welche Risiken alles auf uns einbrechen und auch zukünftig werden sich Risiken nicht vermeiden lassen. Aber man kann sich definitiv besser einstellen auf gewisse Themen und an denen wollen wir arbeiten. Wir wollen letztendlich Terminsicherheit wieder erhöhen. Wir wollen auch letztendlich Abhängigkeiten reduzieren, mehr an dem Thema Second Source dann noch arbeiten, dass wir eben diese Abhängigkeiten reduzieren, unabhängiger werden von einzelnen lieferkritischen Situationen, Bauteilen, Lieferanten und was auch immer. Da gilt es jetzt auch nochmal das aufzubereiten, was die letzten 2 Jahre besonders kritisch war und dann jetzt, wenn es etwas konsolidierter oder entspanntere Situation ist, im Moment an den Themen nochmal arbeiten. Herr Römer? Ja, Betrachtungsweise ist aus 2 Seiten das eine, was wir jetzt zur Messe ganz aktiv betreiben. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Hersteller, die jeder natürlich ihre eigenen Produkte mit eigenen Schnittstellen versehen etc. Es ist fast nichts kompatibel in irgendeiner Art und Weise. Und dort die Schnittstellen, so wie Sie es auch sagen, die werden teilweise händisch erstellt, dann gelten sie aber auch wieder nur so lange, wie die Software aktuell ist. Also man muss da wirklich straff am Ball bleiben. Wir versuchen Hersteller zu bewegen, mit uns gemeinsam, sagen wir mal, Möglichkeiten zu suchen, dass man dort eine gewisse Art von Standard zumindest herbekommen, sei es nur der Kern der Software vielleicht, die vielleicht noch in irgendeiner Form zu adaptieren ist, aber das Arbeitswerkzeug bleibt dann das Gleiche, dass wir mehr in eine Kette bekommen und sagen, okay, der Hersteller, mit denen können wir jetzt schon automatisiert oder mit wenigen Handgriffen solche Adaptionen vornehmen. Eine zweite Sache ist, was das Materialmanagement, die Automatisierung dieser Thematik anbetrifft. Niemand ist am Markt, der aus einer Hand dieses Lösungsspektrum bieten kann. Das muss man fairerweise auch so sagen. Was machen wir im Moment? Wir versuchen ganz intensiv Partnerschaften auszubilden, gute Lösungen am Markt herauszusuchen, die zusammenzubringen, dort Schnittstellen eben schon zu generieren miteinander, sodass es für einen Kunden relativ leicht ist zu sagen, ich baue mir heute ein Materiallager auf, wo ich für mich aus fahrbare mobile Robotik einsetze, wo ich Rollenlager automatisieren kann, Magazine automatisiert lagern kann und. Also dass dieser Workflow für den Kunden dann noch aus seiner Hand kommen kann, dass es für ihn so aussieht, als wäre das ein Produzent, der nur auf mich zuarbeitet, aber den werden Sie nicht finden, denn das ist unsere Arbeit jetzt auch gerade hier, diese Messen werden dazu genutzt, diese Leute zusammenzubringen, die da gute Lösungen haben und dann auch ein Team zu bilden, gemeinsam was darzustellen für den Kunden. Okay. Gut, dann habe ich jetzt also gelernt, dass Automatisierung, Digitalisierung schon wichtige Hilfsmittel sind, um die Herausforderungen beim Thema Materialmanagement in den Griff zu bekommen, aber dass es da durchaus noch eine Luft nach oben gibt und die Komplexität und der Fachkräftemangel machen das Ganze nicht einfacher. Ja. Und bei der KI, da schauen wir mal, was so die Zukunft bringt. Dann bedanke ich mich für die spannende Diskussion und vielen Dank. Danke. Danke ebenfalls.